Servus und hallo zu dieser Episode Felix Tested Bikes. Schön, dass du dabei bist. Wir sprechen heute über das Ridley Can So Fast. Aero und Gravel? Passt das überhaupt zusammen? Ich dachte eigentlich nicht, aber ich wurde schnell eines Besseren belehrt und habe für euch herausgefunden, wie viel Spaß es machen kann, die Nische der Aero Gravel Bikes zu testen. Die Nische der Aero Gravel Bikes ist ja noch super klein. Neben 3T und Cervelo gesellt sich hier unser Ridley Can So Fast noch dazu und die decken fast den kompletten Markt damit ab. Was machen Aero Gravel Bikes jetzt so anders als normale Gravel Bikes? Ridley sagt eine ganz schöne Menge, denn die haben das Bike richtig lang in ihrem hauseigenen Windkanal in Belgien auf Aerodynamik optimiert. Dabei basiert das Can So Fast auf dem Schwestermodell des Aero Road Bikes Noah Fast. Warum steht da jetzt eigentlich Classified drauf und nicht Ridley? Ganz einfach, ich habe das Rad von Classified bekommen zum Testen der revolutionären Classified Getriebeschaltung. Und dieses Rad ist damit in dieser Ausstattung die absolute Top-Version, die dann für knapp 6.800 € zu haben ist. Einsteigen kann man dann bereits mit 3.600 € in die Can So Fast Reihe. Alles andere als ein Schnäppchen, aber dafür extrem auf Aerodynamik optimiert und technisch auf dem allerhochwertigsten Stand, den man momentan für Geld bekommen kann. Das Rad wiegt dann in der Top-Ausstattung 8,5 Kilogramm und das bedeutet, es ist nicht super leicht, denn hier wird Geschwindigkeit eben nicht über Leichtbau gewonnen, sondern vielmehr über die Formensprache des Rahmens und der Gabel und damit die Luftverwirbelungen an bestimmten Schlüsselstellen so gering wie möglich zu halten. Somit wird an diesen Schlüsselstellen etwas mehr Material verbaut und dadurch kommt ein etwas höheres Gesamtgewicht am Ende auch heraus. So entstehen dann diese prägnanten Details wie beispielsweise der Übergang von der Gabel zum Steuerrohr, der dann in einen kleinen Flügel mündet und nicht nur wunderschön aussieht, sondern auch der auftretenden Luft möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Zusätzlich ist das Unterrohr in einer D-Form konzipiert. Das bedeutet, es ist oben flach und verläuft nach unten hin oval. Das sorgt einerseits für mehr Aerodynamik und andererseits noch dazu, dass der Rahmen sehr, sehr steif wird und jeder Tritt dadurch umso effizienter in Geschwindigkeit umgemünzt wird. Ein ganz besonderer Hingucker ist auch am Ausfallende der Gabel zu finden. Dort befinden sich nämlich die sogenannten F-Wings, die ebenfalls die auftretende Luft entsprechend sanft auffangen und weiterleiten. Ein weiteres Highlight ist auch die auf Aerodynamik optimierte Cockpit-Einheit des Ridley Can So Fast. Was man auf den ersten Blick erkennt, ist, dass man keine Schaltzüge oder Bremszüge findet. Alle Kabel werden komplett integriert durch den Rahmen, den Vorbau und den Lenker geführt und bieten dementsprechend überhaupt keine Angriffsfläche. Der Oberlenker ist auch nicht wie bei gewöhnlichen Gravelbikes rund, sondern flach geformt. Trotzdem ist der Lenker auf Gravel konzipiert worden und mit 16 Grad Rise ausgestattet. Da er verhältnismäßig schmal ist, kann man im Oberlenker auch an den Hooks sehr aerodynamisch fahren und wenn es mal holpert im Gelände, nimmt man dann die Hände an den Unterlenker und kann dann dort besser steuern. Selbst die Lenkerenden weisen darauf hin, dass es ein besonderes Bike ist, denn hier befinden sich die Sendeeinheiten für die elektronischen Schaltungen. Einmal die Di2 und einmal die Classified. Der auf der Hand liegende Nachteil der Lenker-Vorbau-Kombi aus Carbon: man ist immens eingeschränkt, was Anpassungen der Lenkerposition, Vorbaulänge oder Lenkerdesigns per se angeht. Das Rad ist aber nicht nur aerodynamisch, sondern auch überraschend komfortabel. Und das kommt durch ein paar Kniffe, wie zum Beispiel die tief ansetzenden Sitzstreben, die D-förmige Carbon-Sattelstütze und auch die großzügige Reifenfreiheit von bis zu 42 mm. Das Design mit dem gebogenen Oberrohr erinnert an einen Sportwagen. Und wer mit Sportwagen-typischen Farben auf dem Can So Fast herumbrettern möchte, kann sich das Bike auch auf der Webseite customizen, um dann beispielsweise in Lamborghini Gelb oder Ferrari Rot herumzudüsen. Was an dem Rad jetzt noch sehr spannend ist, es wird ausschließlich mit Einmalübersetzung, also ohne Umwerfer angeboten. Wer nicht auf einen Umwerfer bzw. kleinere Gangsprünge und viele Gänge verzichten möchte, für den bietet Ridley das Bike mit der Classified Getriebeschaltung an, die im Wesentlichen über ein Planetengetriebe verfügt, das ein zweites virtuelles Kettenblatt dem Fahrer
bietet. Damit wird dann entweder im Faktor 1:1 übersetzt oder im Faktor 0,7:1 untersetzt. Dementsprechend kann man dann auch nach eigenem Geschmack die Kassette wählen. Der Vorteil gegenüber einem klassischen Umwerfer ist das leichte Gewicht, die extrem schnelle Ausführung des Schaltvorgangs und dass das Schalten im Stand und auch unter Volllast möglich ist. Auch die Laufräder sind an dem Bike von Classified und zeigen auch mit der extrem hohen Felgenhöhe auf, dass das Bike sehr schnell gefahren werden möchte und auf Aerodynamik Wert legt. Das funktioniert auch sehr gut, solange der Wind von vorne oder von hinten kommt. Bei Seitenwind ist das Bike dann merklich schwieriger zu steuern als mit herkömmlichen Felgen mit geringerer Felgenhöhe. Doch jetzt zum wichtigsten Part. Wie fährt sich das Aero Gravel Bike eigentlich? Während der Fahrt musste ich tatsächlich ein paar Mal laut lachen, denn es ist unfassbar leicht, damit hohe Geschwindigkeiten zu erreichen und auch Geschwindigkeiten jenseits der 35 km/h Grenze zu halten. Selbst auf schottrigem Untergrund fühlt man sich permanent sicher und das Bike signalisiert einem permanent, dass man sogar etwas schneller fahren könnte, wenn es die Beine denn zulassen. Bergauf reagiert das Bike dann richtig spritzig und auch die steilen Anstiege sprintet das Bike bereitwillig rauf. Dadurch entsteht eine sehr schnelle Fahrt, die mit einem klassischen, gemütlichen Gravel Ride eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun hat, denn dieses Bike möchte regelrecht schnell gefahren werden und das immer. Geschwindigkeiten unter 20 km/h wirken auf dem Rad fast langweilig und als Fahrer ist man immer wieder dazu geneigt, kleine Sprinteinheiten einzulegen, um zumindest ab und zu das volle Potenzial des Bikes auszuschöpfen. Auf Teer und Kies ist das Rad zwar durchaus komfortabel, wenn es dann aber richtig holpert, beispielsweise auch in einem verwurzelten Trail, wird es schnell ungemütlich auf dem Kenzo Fast. Es ist also vielmehr ein Gravelbike für den leichten, nicht allzu technischen Untergrund und weniger ein Bike fürs ganz Grobe. Die Körperposition auf dem Bike ist durchaus sportlich und wird besonders erfahrene Rennradfahrer auch erfreuen. Gerade für Roadies könnte auch die Option spannend sein, das Kenzo Fast mit einem zweiten Laufradsatz auf Teer als Aero Gravelbike nutzen zu können. Alle anderen erfreuen sich dann einfach über Höchstgeschwindigkeiten auf Kies. Der Spaß mit dem Rad entsteht vor allem dadurch, dass es einen permanent an die eigenen körperlichen Grenzen bringt. Es ist wie ein Trainingspartner, der einen dazu auffordert, noch mehr Gas zu geben. Mir hat die Fahrt auf dem Aero Gravel Bike mal wieder gezeigt, wie vielseitig die Kategorie Gravel ist. Überrascht hat mich hingegen, wie komfortabel und wie spürbar viel schneller das Bike auch ist. Es bleibt also spannend, ob sich die Sparte auf Dauer durchsetzen wird und ob sich neben den Genuss-Gravelern auch die leistungsorientierten Sportler vom Rennrad aufs Gravelbike holen lassen. Ich bleibe für euch investigativ dran. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video, vielleicht schon bald beim Test eines weiteren Aero Gravel Bikes. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis dann, danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.